Das folgende Video ist keine Anleitung, sondern eine Dokumentation, wie ich gearbeitet habe. Das Video soll also niemanden auffordern, diese Arbeit selbst durchzuführen. Rückblickend weiß ich nun, dass ich hier sehr gepatzt habe. Jeder Schlag mit dem Hammer, den ich hier sehe, tut mir heute noch in der Seele weh. Offensichtlich hatte ich das Gehäuse nicht heiß genug gemacht. Natürlich blieb mir noch die Hoffnung, dass trotz dieser Gewalttat der Motor laufen würde. Und diese Hoffnung hielt ich aufrecht und baute den Motor in mein Motorrad ein. Monate später wurde ich schließlich eines Besseren belehrt. So begann eine neue Runde meiner Motorüberholung. Diesmal musste ich zumindest nicht viele Ersatzteile kaufen. Stattdessen investierte ich diesmal in Werkzeug und Messmittel. Hier eine Messuhr und ein Messstativ, das man für verschiedene Anwendungen verwenden kann. Das hier ist der Zustand meiner Kurbelwelle, nachdem ich sie aus dem Motor ausgebaut hatte. Mehr als ein Zehntel Schlag. Wann es dazu gekommen ist, kann ich jetzt nicht mehr sagen, denn schließlich hatte ich keine Messuhr, als ich sie das erste Mal einbaute. Definitiv ist das zu viel und ich musste sie noch einmal justieren lassen. Und darauf musste ich tatsächlich einige Wochen warten. Denn die erste Werkstatt hatte es nicht so richtig ernst genommen und mir die Kurbelwelle unverrichteter Dinge zurückgeschickt. Schließlich fand ich eine andere Werkstatt, die es hinbekam. Danach hatte die Kurbelwelle einen Rundlauf von kleiner 500stel, was den Angaben in der Reparaturanleitung entspricht. Mit der Messuhr lässt sich auch sehr gut das Spiel des inneren Kupplungsmitnehmers messen. Das hatte ich das letzte Mal einfach frei Hand gemacht und ich muss sagen, dass die Methode nicht perfekt war. Denn in diesem vorgespannten Zustand ist das Maß sehr viel zuverlässiger. In gleicher Weise kann man das Spiel der Schaltwalze überprüfen. Als nächstes habe ich mal einen Satz Lagerabzieher rausgelassen. Denn das Problem beim Motorspalten ist, dass das Lager oft auf der Kurbelwelle sitzen bleibt und man es dort nicht runterbekommt, ohne Gewalt anzuwenden. Für die Innenlage des Gehäuses gibt es einen anderen Abziehersatz. Dadurch entfällt das brachiale Klopfen, das ich beim ersten Mal angewendet habe. Last but not least habe ich auch einen weiteren Heizdorn besorgt. Das letzte Mal hatte ich nur mit dem kleinen gearbeitet und das habe ich bitter bereut. Und dieses Mal habe ich die Heizdorne wirklich heiß gemacht. Ich habe vorab Tests gemacht, in denen ich die Heizzeit der Heizdorne mit alten Lagern und Kurbelwellen ausprobiert habe und kam zu dem Schluss, dass Holz zum Rauchen gebracht werden muss, damit der Heizdorn seine Aufgabe richtig erfüllt. Diesmal habe ich in der linken Motorhälfte bereits den Wellendichtring eingesetzt und heize nun von außen den Innenring des Lagers. Dabei habe ich besonders darauf geachtet, dass der Heizdorn nicht zu nah an den Wellendichtring rankommt, also ein guter Luftspalt dazwischen ist, um diesen nicht zu schmelzen. Die Kurbelwelle hatte ich diesmal nicht in der Gefriertruhe, da war einfach kein Platz. Eine kalte Winternacht hat dann aber trotzdem dafür gesorgt, dass die Kurbelwelle dann um die 0 Grad kalt war und das reichte schlussendlich, um sie einzuführen. Ursprüngliche Gedanken, mir Trockeneis zu besorgen, um das abzusichern, habe ich verworfen.
Ein weiterer Unterschied zu meiner ersten Überholung ist, dass ich nun beide Getriebelager auf die Getriebewellen aufsetze. Diese Passungen sind zumindest an meinem Getriebe nicht so eng, so dass ein leichtes Anwärmen reicht, um die Lager geschmeidig zu fügen. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Arbeitsschritt, nämlich das Gehäuse zusammensetzen und das Lager einsetzen. Hier schmiere ich noch einmal den Wellenstumpf mit Fett ein und währenddessen und bereits davor habe ich das Gehäuse auf meinem Gasbrenner lange aufgeheizt, bis das ganze Gehäuse gleichmäßig heiß ist und Spucke zum Verdampfen bringt. Hier klopfe ich den Wellendichtring in das Gehäuse rein. Ich haue nicht mit dem Hammer direkt drauf, sondern benutze, wie ihr seht, ein Zwischenstück, das mir hilft, den Wellendichtring bis zum Anliegen hineinzuklopfen. Wie ihr seht, ist das Gehäuse immer noch so heiß, dass die Spucke zischt. Hier ist eine schnelle Arbeitsweise gefordert, um das Gehäuse immer noch auf einer hohen Temperatur zu haben für den folgenden Arbeitsschritt. Dieser Arbeitsschritt ist jetzt schon mal gelungen. Die Getriebelager haben sich gut in das Gehäuse gefügt und nun gilt es, das Gehäuse mit den Schrauben zu befestigen. Ich fange vorne an in der Nähe der Passhülse, damit ich beim jetzt folgenden Reinklopfen der Passhülse nicht die Gehäusehälften auseinander treibe. Die Schraube sollte daher noch mal einen Schritt gelöst werden, nachdem man sie festgezogen hat, und dann klopfe ich in die Passhülse rein. Ich habe mir vorher angeguckt, wie tief ich sie reinklopfen muss. Nun gilt es, alle Gehäuseschrauben in das Gehäuse einzusetzen und festzuziehen. Beachtet, dass es 2 Schraubenlängen gibt und werft bitte keine Schraube in die Öffnung des Leerlaufschalters. Für die Beschleunigung nehme ich hier den Akkuschrauber und ziehe in einem zweiten Gang per Hand nach. Beachtet die Anziehreihenfolge von innen nach außen, um Verspannungen zwischen den Gehäusehälften zu vermeiden. Jetzt kommt der Arbeitsschritt, bei dem ich es das letzte Mal wohl verkackt habe. Deshalb achte ich diesmal sehr genau darauf, dass ich die Temperaturunterschiede hinbekomme. Nämlich das Gehäuse heiß, den Wellenstumpf kalt, das Lager außen kalt und innen heiß. Zu diesem Zweck heize ich jetzt das Gehäuse nach, während das Lager noch in der Kühltruhe liegt. Der Heizdorn für den Innenring ist auch schon vorgeheizt und auch hier schaue ich, dass dieser Heizdorn wirklich heiß ist, damit ich die nötige Temperaturdifferenz zwischen Kurbelwelle und Innenring als auch Gehäuse und Außenring bekomme. Klack! Ich glaube, dazu muss ich jetzt nicht viel mehr sagen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum letzten Mal. Ein leichtes Nachtupfen erlaube ich mir noch, aber dieses Lager ging von alleine in das Gehäuse rein. Nun gilt es noch als letzten Schritt, die Kurbelwelle frei zu schlagen, das heißt
Durch gezielte Hammerschläge auf das Gehäuse links und rechts der Kurbelwelle erzeugt man 1 bis 2 Hundertstel Luft zwischen Kurbelwelle und Lager, sodass das Lager zwangfrei läuft. Zu guter Letzt heize ich nochmal im Bereich der Getriebelager nach, um das Spiel der Schalträder 1 und 4 herzustellen. Diese Schalträder müssen auf jeden Fall ca. 2/10 Luft haben, damit die Schaltgabeln nicht unter Spannung stehen und schnell verschleißen werden. Durch Aufheizen der Gehäusehälften und gezielte Schläge auf die betreffenden Getriebewellen verschieben sich die Lager. Und wenn man dann die Getriebewelle zurückzieht, wie ich es gerade hier mache, entsteht so ein Abstand, in dem das Gangrad 4 zum Beispiel dann Luft erhält. Das hatte ich beim letzten Mal auch nicht optimal gemacht. Den restlichen Zusammenbau habe ich jetzt nicht noch einmal gefilmt. Das habt ihr bereits in einem anderen Video von mir gesehen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der Motor diesmal auch wirklich hält. Das werde ich herausfinden bei einer längeren Probefahrt. Ich werde es euch wissen lassen und vielleicht nehme ich euch auch mit. Bis bald. MZ, das Motorrad für Männer mit Werkzeug.